Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, heute ist Tag 194. Wahnsinn, schon Tag 194. Die Zeit fliegt, oder? Absolut. Und das Thema lautet heute persönliche Werte. Ein wirklich spannendes und wichtiges Thema. Ja, und wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag, also Wörter, die ihr wirklich jeden Tag brauchen könnt. Ganz genau. Aber bevor wir so richtig anfangen, haben wir heute etwas Besonderes für euch. Richtig, heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Also, hier sind 3 einfache Schritte. Genau. Schritt 1, zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Richtig. Denkt nicht an Grammatik. Hört nur den Klang. Okay, und dann kommt Schritt 2, mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Und dabei achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Ganz wichtig, ja? Und schließlich Schritt 3, aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Und hier noch ein ganz wichtiger Hinweis für euch. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Genau, traut euch einfach. Und hey, bleibt bis zum Ende dort, hört ihr unsere Mini-Story. Darauf freue ich mich schon. Also, lass uns direkt starten. Wenn wir über persönliche Werte sprechen, was ist da so die absolute Basis für dich? Also die Basis ist für mich ganz klar die Wahrheit. Und das bringt uns direkt zu unserem ersten Wort heute, die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit. Ein schönes Wort. Kannst du das kurz erklären? Ja, also das bedeutet einfach, dass man die Wahrheit sagt. Dass man nicht lügt und niemanden betrügt. Auf Englisch übersetzen wir das mit Honesty, richtig? Genau, Honesty. Und im Alltag brauchen wir das ständig. Hast du ein gutes Verb im Perfekt dafür? Ja, man sagt oft, er war ehrlich oder er hat die Wahrheit gesagt. Er hat die Wahrheit gesagt. Und ein Beispielsatz? Also ein typischer Satz wäre, in einer guten Beziehung ist die Ehrlichkeit das allerwichtigste Fundament. Das klingt total logisch. Aber im echten Leben ist das ja oft gar nicht so einfach, oder? Oh ja, absolut nicht. Weil Ehrlichkeit eben Konsequenzen hat. Genau. Wenn ich ehrlich bin, dann vertrauen mir die Leute. Und dieses Vertrauen, das führt zu unserem zweiten Wort. Richtig. Und zwar die Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit. Das ist ein langes Wort. Ja, aber total wichtig. Es bedeutet, dass man einer Person wirklich glauben und vertrauen kann, weil sie eben in der Vergangenheit immer ehrlich war. Auf Englisch sagen wir Credibility, oder? Exakt, Credibility. Und im Perfekt, wie drücken wir das aus? Da sagen wir oft in Verbindung mit dem Vertrauen, er hat vertraut. Also man hat ihm vertraut. Genau, er hat vertraut. Und ein Beispielsatz für den Beruf. Vielleicht sowas wie, ohne klare Kommunikation verliert eine Führungskraft schnell ihre Glaubwürdigkeit. Sehr gutes Beispiel. Wenn der Chef heute das sagt und morgen was ganz anderes, dann glaubt ihm halt niemand mehr. eben. Und das ist wie ein Bankkonto, weißt du? Wie ein Bankkonto, wie meinst du das? Naja, jedes Mal, wenn du etwas sagst und es auch tust, dann zahlst du Vertrauen ein. Ah, ich verstehe. Und wenn man seine Termine immer einhält, dann zahlt man noch mehr ein. Genau. Und das Einhalten von Terminen, das ist unser drittes Wort, die Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit. Das ist ja so ein typisch deutsches Klischee, oder? Haha, ja, ein bisschen schon. Es bedeutet, dass man Aufgaben pünktlich und absolut korrekt erledigt. Auf Englisch sagen wir Reliability. Richtig. Und welches Verb im Perfekt passt da gut? Da sagen wir oft, er hat erfüllt. Also er hat seine Aufgaben erfüllt. Perfekt. Hast du einen Satz dazu? Ja, pass auf. Bei großen Bauprojekten hat der Ingenieur seine Pflichten extrem zuverlässig erfüllt. Ohne Zuverlässigkeit bricht halt alles zusammen. Absolut. Aber jetzt mal eine kritische Frage an dich. Schieß los. Ich kenne Leute, die sind super zuverlässig. Sie sind immer pünktlich. Aber irgendwie wirken sie wie Roboter. Die spielen nur eine Rolle. Sind das dann gute Vorbilder? Ah, sehr guter Punkt. Nein, eigentlich nicht. Denn da fehlt noch etwas ganz Entscheidendes. Die Hülle stimmt zwar, aber der Kern nicht.
Und das bringt uns zum 4. Wort. Man muss nämlich echt sein. Das Wort heißt authentisch. Authentisch. Das ist ein Adjektiv, richtig? Genau. Es bedeutet, dass man sich nicht verstellt. Man ist echt, man spielt keine Rolle. Auf Englisch heißt das authentic. Ganz genau, authentic. Und im Perfekt verbinden wir das oft so, er ist authentisch geblieben. Er ist authentisch geblieben. Wie sieht da ein Beispiel im Alltag aus? Zum Beispiel bei einem Jobinterview. Im Vorstellungsgespräch wirkt man am besten, wenn man absolut authentisch bleibt. Das stimmt. Wenn du versuchst, perfekt zu sein, merken das die Leute sofort. Ja, das wirkt dann irgendwie fake. Eben. Okay, jetzt haben wir also ein super Fundament. Wir sind ehrlich, wir sind glaubwürdig, zuverlässig und authentisch. Das ist schon mal viel wert. Aber reicht das aus, um Ziele zu erreichen? Nein, leider nicht. Eine schöne Ausstrahlung allein bringt dich nicht ans Ziel. Du brauchst einen Motor. Einen Motor. Ja, und dieser Motor ist unser 5. Wort, die Disziplin. Oh, die Disziplin. Ein schweres Wort für viele. Oh ja. Es ist die Fähigkeit, das eigene Verhalten streng zu kontrollieren, auch wenn man absolut keine Lust hat. Auf Englisch heißt das Discipline. Und das Perfekt dazu. Da nutzen wir oft das Verb kontrollieren. Also er hat sein Verhalten kontrolliert. Er hat kontrolliert. Hast du da ein Beispiel für unsere Deutschlernenden? Aber hallo. Um jeden Tag eine schwierige Sprache zu lernen, benötigt man ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Wahnsinnig wichtig. Disziplin ist quasi das, was dich morgens aus dem Bett holt. Richtig. Wenn es regnet und du lieber schlafen willst, Disziplin. Okay. Aber was ist dann der Unterschied zu unserem 6. Wort? Dem Durchhaltevermögen. Das klingt für mich fast gleich. Ja, das verwechseln viele. Aber es gibt einen Unterschied. Disziplin ist für heute. Für den Moment. Okay. Aber das Durchhaltevermögen, das ist für die lange Strecke. Für den Marathon. Es ist die psychische Stärke, etwas über Monate oder Jahre nicht aufzugeben. Ah, verstehe. Auf Englisch sagen wir Perseverance. Genau. Und im Perfekt sagen wir, er hat durchgestanden. Er hat durchgestanden. Hast du da einen guten Satz? Ja, bei der Jobsuche im Ausland braucht man extrem starkes Durchhaltevermögen. Man hat diese schwere Phase tapfer durchgestanden. Weil man am Anfang ja oft Absagen bekommt, oder? Eben. Da darf man nicht nach 3 Tagen aufgeben. Da muss ich aber mal einhaken. Ja? Gibt es nicht einen Punkt, wo dieses ständige Weitermachen irgendwie negativ wird? Wenn man einfach zu stur ist? Das ist eine fantastische Frage. Und das führt uns direkt zu Wort Nummer 7. Beharren. Beharren. Was genau heißt das? Es bedeutet, dass man fest auf einer Meinung oder einer Forderung bestehen bleibt. Auf Englisch übersetzen wir das mit to insist oder to persist. Genau. Im Perfekt heißt das, er hat beharrt. Er hat auf seiner Meinung beharrt. Richtig. Und jetzt zu deiner Frage mit der Sturheit. Ja, wann ist es gut und wann ist es stur? Wer nur aus Ego nicht nachgibt, ist stur. Aber wer auf ethischen Regeln beharrt, der hat Prinzipien. Ah, okay. Ein Beispiel bitte? Man sollte immer höflich bleiben, aber bei wichtigen Sicherheitsfragen auf den Regeln beharren. Das leuchtet ein. Bei Sicherheit gibt es keine Kompromisse. Ganz genau. Und damit man bei solchen Dingen keinen Fehler macht, braucht man eine ganz bestimmte Arbeitsweise. Das ist unser 8. Wort. Welches ist das? Gewissenhaft. Gewissenhaft. Das klingt schon so richtig ordentlich. Ist es auch. Es bedeutet, dass man extrem ordentlich, genau, und mit viel Sorgfalt arbeitet. Auf Englisch sagen wir conscientious. Richtig. Und im Perfekt? Er hat gewissenhaft gearbeitet. Oder er hat geprüft. Genau, er hat extrem genau gearbeitet. Hast du ein Beispiel? Klar. Als Bauingenieur muss man alle Berechnungen absolut gewissenhaft prüfen. Sonst stürzt vielleicht etwas ein. Ein Fehler da wäre fatal. Absolut. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, das hilft uns wirklich sehr. So, lass uns weitermachen. Gern. Wir haben jetzt viel über den Einzelnen geredet, oder? Ja, über innere Stärke und so. Aber in der echten Welt erreicht man ja große Dinge fast nie allein. Mhm. Ein Haus baust du nicht alleine. Eben. Und deshalb kommen wir jetzt zum Thema Teamarbeit. Das 9. Wort ist ein sehr positives Wort. Das lautet? Die Hilfsbereitschaft. Die Hilfsbereitschaft. Da steckt ja helfen und bereit drin. Genau. Es ist der Wille, anderen Menschen im Team oder im Alltag gerne zu helfen. Auf Englisch helpfulness. Und das Verb im Perfekt ist einfach, oder? Ja, sehr einfach. Er hat geholfen. Er hat geholfen.
Ein Beispielsatz für den Job? Die große Hilfsbereitschaft unter den Kollegen sorgt für ein tolles Arbeitsklima. Oh ja, das ist so wichtig. Wenn man weiß, man kann die Kollegen immer fragen. Absolut. Und diese Hilfsbereitschaft führt uns zu einem internationalen Wort. Unser 10. Wort lautet kooperieren. Kooperieren. Das klingt ein bisschen formal, nicht wahr? Ja, ein bisschen. Es bedeutet, zielorientiert und partnerschaftlich mit anderen zusammenzuarbeiten. Auf Englisch to cooperate. Und im Perfekt? Sie haben kooperiert. Oder sie haben gut zusammen kooperiert. Hast du da ein Beispiel von der Baustelle? Ja. Um das große Bauprojekt rechtzeitig abzuschließen, müssen alle Handwerker eng miteinander kooperieren. Klar, der Elektriker muss wissen, was der Maler macht. Genau, sonst gibt es Chaos. Okay, stell dir vor, ich bin jetzt dieser Handwerker. Okay. Ich habe gewissenhaft gearbeitet, ich habe super kooperiert. Ja? Was brauche ich dann von meinem Chef? Deinen Lohn. Haha, ja, den auch. Aber emotional meine ich. Ich brauche Anerkennung. Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du möchtest, dass deine Arbeit gesehen wird. Ganz genau. Und das ist unser 11. Wort, wertschätzen. Ein ganz tolles Wort. Wertschätzen bedeutet, die Leistung und den Charakter einer Person tief anzuerkennen. Auf Englisch to appreciate oder to value. Richtig. Und im Perfekt heißt das, er hat wertgeschätzt. Er hat wertgeschätzt. Wie sieht das in einem Satz aus? Ein kluger Chef sollte die individuellen Leistungen seiner Mitarbeiter stets wertschätzen. Und was passiert, wenn er das tut, wenn ich mich wertgeschätzt fühle? Dann passiert etwas sehr Schönes. Du bleibst der Firma treu. Und das ist Wort Nummer 12. Loyal. Loyal. Das ist ein Adjektiv. Ja, es bedeutet, dass man treu und zuverlässig zu seinem Team oder Chef steht, besonders in schwierigen Zeiten. Auf Englisch ist es fast gleich. Loyal. Genau, und im Perfekt verbinden wir das oft mit stehen oder verhalten. Also, er hat loyal zu ihm gestanden. Oder er hat sich loyal verhalten. Er hat sich loyal verhalten. Hast du ein Alltagsbeispiel? Ja, auch in einer sehr stressigen wirtschaftlichen Phase verhielt er sich seinem Chef gegenüber absolut loyal. Er rennt also nicht gleich weg, wenn es mal Probleme gibt. Genau das. Und solche Probleme bringen uns zum letzten großen Block für heute. Oh, der letzte Block schon. Worum geht es da? Um die harte Realität. Wie bringen wir all diese Werte auf den Boden der Tatsachen? Da kommt unser 13. Wort ins Spiel, gewährleisten. Gewährleisten? Das klingt wie aus einem Gesetzestext. Haha, ja, es ist sehr offiziell. Es bedeutet, eine Sicherheit oder eine Bedingung absolut garantiert wahrzumachen. Auf Englisch to guarantee oder to ensure. Und im Perfekt? Er hat gewährleistet. Er hat gewährleistet. Und im Alltag? Zum Beispiel, durch tägliche Kontrollen müssen wir die Sicherheit der Maschinen permanent gewährleisten. Da darf wirklich nichts schiefgehen. Absolut nicht. Aber jetzt kommt der Konflikt. Welcher Konflikt? Stell dir vor, du bist auf der Baustelle. Es regnet in Strömen. Okay, es regnet. Das Material fehlt. Aber du musst die Sicherheit trotzdem gewährleisten. Puh, das ist stressig. Du kannst jetzt nicht ewig rumdiskutieren. Du musst eine praktische Lösung finden. Und das ist unser 14. Wort. Pragmatisch. Pragmatisch. Aber Moment mal. Ja, Heißt pragmatisch, dass ich meine Werte vergesse und einfach irgendwas mache? gute Frage. Nein, das ist ein großes Missverständnis. Pragmatisch bedeutet, sachbezogen, realistisch und extrem lösungsorientiert zu handeln. Ah, okay. Man sucht die beste reale Lösung im Moment, nicht die perfekte Theorie. Auf Englisch heißt das pragmatic, richtig? Genau. Und im Perfekt sagen wir oft, er hat pragmatisch gehandelt. Er hat pragmatisch gehandelt. Ein Satz dazu. Bei plötzlichen Problemen auf der Baustelle muss man oft pragmatische Entscheidungen treffen. Man passt also den Weg an, aber das Ziel bleibt gleich. Fantastisch zusammengefasst. Ja. Und das führt uns direkt zum letzten Wort. Wort Nummer 15. Was ist das letzte Wort? Praktizieren. Praktizieren? Warum ist das so wichtig? Weil es absolut nicht reicht, diese 14 Wörter vorher nur intellektuell zu verstehen. Man muss sie leben. Ah, also praktizieren bedeutet, einen Wert im echten Alltag aktiv und regelmäßig anzuwenden. Ganz genau. Auf Englisch to practice. Und im Perfekt? Er hat praktiziert. Er hat praktiziert. Ein gutes Beispiel: Es reicht nicht, über Ehrlichkeit nur zu reden. Man muss seine Werte jeden Tag praktizieren. Das ist wirklich wahr.
Taten zählen mehr als Worte. Eben. Und genau das wollen wir uns jetzt ansehen. Wir haben nämlich versprochen, all diese Wörter in eine kleine Geschichte zu packen. Oh ja, unsere Mini-Story. Hört jetzt ganz genau zu, liebe Zuhörer. Alle 15 Wörter sind hier drin. Genau. Also, stellt euch Lukas vor. Er ist ein erfahrener Bauingenieur. Lukas arbeitet an einem riesigen neuen Gebäude. Die Deadline rückt immer näher, das Budget wird knapp und der Druck auf ihn ist wirklich enorm. Eines späten Abends entdeckt Lukas bei der Kontrolle eine Kleinigkeit. Einen kleinen, aber kritischen Fehler im System. Er ruft seinen Chef an. Der Chef sagt, Lukas, wir haben absolut keine Zeit mehr. Sei doch bitte pragmatisch, ignorier das Detail einfach. Aber Lukas spürt eine tiefe Verantwortung. Er weiß, diese schnelle Lösung ist in Wirklichkeit ein gefährlicher Fehler. In diesem Moment ist seine innere Ehrlichkeit gefragt. Er muss sich entscheiden. Er beweist in dieser Nacht echte Disziplin und bleibt innerlich stark. Er beharrt ganz ruhig auf den Sicherheitsregeln. Ja, er will nämlich das Leben der zukünftigen Bewohner gewährleisten, also sagt er dem Chef ab. Statt nach Hause zu gehen, arbeitet er die ganze Nacht hindurch extrem gewissenhaft an einer neuen Berechnung. Am nächsten Morgen sind die Kollegen beeindruckt. Lukas' außergewöhnliche Hilfsbereitschaft und sein Durchhaltevermögen motivieren alle. Genau. Die anderen erschöpften Architekten fangen an, noch einmal komplett neu miteinander zu kooperieren. Sie helfen ihm. Weil Lukas in diesem Stress so absolut authentisch gehandelt hat und seinen ethischen Standards gegenüber loyal geblieben ist, Behält er bei allen seine uneingeschränkte Zuverlässigkeit und seine hohe Glaubwürdigkeit. er redet halt nicht nur über Sicherheit, er praktiziert seine Werte aktiv im Berufsalltag. Und das Ende vom Lied. Sein Chef ist am nächsten Tag zwar wahnsinnig müde, aber er lernt den wahren Charakter von Lukas und seine Arbeit nun noch viel mehr zu wertschätzen. Wow, eine wirklich starke kleine Geschichte. Finde ich auch. Sie zeigt, dass Werte nur dann etwas bedeuten, wenn es wirklich schwer wird. Genau, wenn die Sonne scheint, ist es immer leicht, ehrlich zu sein. Genau. Der wahre Charakter zeigt sich halt im Sturm. Ein schöner Gedanke. Was passiert bei euch, wenn zwei Werte miteinander in Konflikt geraten? Welcher Wert gewinnt? Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Das freut uns immer sehr. Morgen sprechen wir über... Zukunft der Bildung. Och, das wird auch ein super spannendes Thema. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.